Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich bin Almas und ihr seht heute wieder einen neuen Teil von Conway, Disappearance at Dhalia. Ja, ich wünsche euch an dieser Stelle mal einen guten Start in die neue Woche. Und den zelebriert man am besten mit ein paar neuen Videos von mir, oder? Also, viel Spaß. Ja, hier mal wieder im Büro. Ja, Büro von der Werkstatt. What's this? I wonder if I can knock it down. Der Mann weiß sich zu helfen. Aha. Well, I'm too close to stop now. Ja. Was ist das? Nein, geh mal weg hier. 204? Da fehlt noch was. Ist das der Code, den wir schon mal hatten? Ja, das ist der zweite Code. Alles klar. Oh, jetzt sind wir hier. Wir sind noch nicht fertig. Ein Brief. Ach Gott, ich verdrücke mich jedes Mal. Mann, jetzt hör doch mal auf hier. Mr. Levy, aufgrund eines telefonischen Hinweises eines Ihrer Nachbarn sind wir von Amts wegen dazu verpflichtet, Ihre Werkstatt in Bezug auf das Verschwinden von Charlotte May morgen zu durchsuchen. Sie sind nicht verhaftet und wir werden uns bemühen, den Geschäftsablauf nicht zu stören. Die Durchsuchung wird morgen bei Tagesanbruch stattfinden. Bitte kooperieren Sie bei unserer Ermittlung. Officer John Thatcher, Polizeirevier Riverport. Okay. Also durch einen Hinweis von den Nachbarn. Entweder da will jemand auf den Levy was schieben, oder der gute alte Levy hat Dreck am Stecken. Ach komm, wird doch nicht stecken hier ständig. Hier, gar nichts. Boah, um die Kurve gedriftet. Alter, das geht nie ab. Ah, da war doch was. Was? Noch ein Brief. Polizeinachricht. John, der Sarge hat mich dem Crow's Nest zugewiesen, damit ich bei den Suchaktionen helfen kann. Du musst hier also alleine versuchen, die Pumpe wieder zum Laufen zu bekommen. Pass auf Mr. Levy auf. Der schnüffelt für meinen Geschmack etwas zu viel herum. Ich bin noch immer nicht davon überzeugt, dass der Keller nicht mit Absicht überflutet wurde, weißt du? Ach, und falls mein Vater kommen sollte, während du da bist, könntest du ihn bitte abwimmeln und den anderen nichts davon erzählen? Danke, Catherine. Ja, das ist die Tochter von Conway, also von uns halt. There's more to the basement than meets the eye. Charlotte May. Nix in der Tasse. Alles klar. So eine Pumpe. Da haben wir eine Pumpe.
Okay. Takes gasoline. Das heißt, wir müssen hier mal Benzin einfüllen. Oder Diesel. Ach, immer diese Deckel. Immer diese Deckel. So. Haben wir überhaupt so etwas? Ja klar haben wir doch so etwas. Pump is set to clear the basement of water. Oh, this hose needs connecting. Okay. Haben wir da was dafür? Ja, nicht so, ne? Oh, so geht das. Komm mal her. Was? Hallo? Schlauchkupplung? Ich hab 2 Codes, aber sonst gar nichts. Warte mal, fehlt hier irgendwas? Oh nein, ich glaube, ich brauche das da drüben. Seems to go down to the basement. It's going down, 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 down. Das heißt, wenn ich hier starten würde, dann überflute ich hier den Raum. Das wollen wir doch nicht, ne? Das hier. That was not supposed to happen. Nicht? Okay. Habe ich hier irgendwas übersehen? Ja, aber klar doch. Das hier habe ich übersehen. 4, 5, 2, 6 vielleicht? 4, 5. Nein. Das ist dann jetzt 204. Acht. 2048 was. Na bitte, da haben wir es ja. Now, what's this? Schlauchkupplung. Modul? Na. Oh, ein Buch. Okay. Das ist ja eine Anleitung zum... Also für die Pumpe. Ja. Muss man nicht zumachen. Ja. Oh. Das war dann 4526. Also wir machen uns hier ziemlich strafbar. Dann bin ich gut. Ich bin sowas von gut. Hallo? Oh, ein Geschenk. Können wir es aufmachen? Nicht.
Warte mal. Da muss doch irgendwas sein. Nicht? Nichts Ungewöhnliches. Ah, da ist was. Moment mal, ein Zettel. Ja, bei der Frau, sie hat Geburtstag. Meine geliebte Ehefrau, an meine geliebte Ehefrau, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Theo. Okay. Was hast du denn Schönes gekauft? Noch ein Parfüm? So. Jetzt aber. Und das Ganze mal hier zumachen. Schwerstarbeit. Schwerstarbeit, ich sag's euch. So, jetzt aber. It's working. And quickly, too. Damn if it's not loud. Charlotte, if you're down there, I will find you. Na klar wirst du das. Was denn sonst? So, da ist eine Kiste runtergefallen. Die haben wir runtergestoßen. Das will ich mir jetzt mal anschauen. War das hier? Ich denke schon, ne? Ja. Einfach ungestört. Will ich das überhaupt sehen? Warte mal, wo ist das runtergefallen? Ne, warte mal, wir sind hier falsch. Wir sind hier raus. Ach Gott. So, das muss doch hier irgendwo sein. Ja. Now I wonder how Mr. Levy would explain all this. It's nothing to do with Charlotte May. Ja, ein bisschen Kohle und Kennzeichen. Ja. Nichts Ungewöhnliches soweit. This is a delivery van. Shirley Downs warned me about Harold's late night deliveries. Das seitlich irgendwo ein Knopf vielleicht? 1950er? Glaube ja nicht. Wie kann man das ein Wahnsinn? Ja, ich glaube, hier werden wir nichts finden. Oder es ist ein Spielfehler. Apropos Spielfehler, ein Update hat es gegeben. Die haben einiges ausgebügelt. Und ja, das Spiel sollte jetzt spielbarer sein. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber grafikmäßig erinnert mich das Spiel irgendwie so an The Walking Dead. Also wer es gespielt hat, Clementine und so, wer es kennt, Lee, ja, das ist auch ein sehr schönes Spiel.
Jetzt müssen wir in den Keller wieder. Zum Keller zurückkehren und ihn nach Hinweisen auf Charlotte May durchsuchen. There's nowhere left to search. If Charlotte May is in Levy's garage, well then she's in the basement. Komm ich denn hier raus, Alter? Gut, dass man das gar nicht sieht, so. Was ist mit der Kamera, Mann? Was ist denn da los? Soll ich da raten, wo ich hinfahre? Ja, scheiße ernst, Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Da gibt's also nur einen Weg zurück. Also das habt ihr echt blöd gemacht. Muss ich euch ehrlich sagen. Spielentwickler, auf ein Wort. Wie stellt ihr euch jetzt das vor? So, durch die andere Tür, ne? Nein, Blödsinn, wir müssen doch einfach in die Werkstatt hier. Da müssen wir hin. Naja, es hapert noch ein bisschen mit der Kamera hier. Was ist los? Mr. Levy. Hello. Ach, der wartet wahrscheinlich auf uns im Keller unten. It's worked. Why on earth would Harold have flooded this? Charlotte May. Charlotte, are you down there? Wie kommst du darauf, dass er da unten ist? What on earth is all this? Zigaretten? Ja, Cigarettes. Schmuggel. Der betreibt hier Zigarettenschmuggel. Naja. Halb so wild. Charlotte, can you hear me? Oh Gott, wir werden hier noch draufgehen wegen die... Oder wegen der Kamera. Ah, das sind wir jetzt. Ich brauche einen breiteren Tisch hier, wie es aussieht. It's heavy. Dear God. Echte körperliche Arbeit hier. Oh oh. Was ist das? Was? Chemicals.
Dhalia? I don't understand. Why? Was ist das überhaupt? Okay, verstehe ich jetzt auch nicht. Did Harold Levy drug Charlotte May? There was a rag found at the crime scene. Is this what was on it? There's no way he would flood his own basement unless he was scared of the police searching it. I need my evidence board. This is far too damning to ignore. Okay. Na, Leiter steigen wird nix. Ja, der viel zu einfach. Ach, ich sehe schon. Ich glaube, wir werden jetzt direkt erwischt beim Herumschnüffeln. So, die Frage ist, sollten wir jetzt einfach hier direkt rausspazieren? Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Nein. Okay. Also uns wird die Möglichkeit gegeben, einfach weiter irgendwo voranzuschreiten, aber wir sehen es nicht. Weil wir solche Bastarde sind, werden wir jetzt erwischt. Oder? Nein. So, you gonna tell me what you're doing in my garage? Or am I gonna have to evict you too? Mr. Levy, I was just about to... Save it. What were you doing in there? Did you find what you were looking for, did you? Actually, I was looking for you. As soon as I realized you were at home, I came straight out to find you. You can rest assured. What is it you want, Mr. Conway? I wanted to talk with you about Charlotte May's disappearance. Really? If you're not too troubled to help. Why the hell would I waste my time talking to you? Will you answer some of my questions or not? So it's an interrogation then? It's me asking you to help Tony Morgan find his missing daughter. Surely you want to help. Fine. I'll humor you. What do you want? A statement is all. Where you were the night that Charlotte May was taken. What you were doing, with whom you spoke. That kind of thing. A statement, you say? Where do you want me to begin? Tell me, if you would, what you did between 10 p.m. and 11 p.m. just before Charlotte May was taken. Well, I was in my flat for most of the night, except for about 10 o'clock. I went across to the courtyard and locked up the front gate. You know, to keep the wrong kind of person there. Sometime after that, I heard a noise. Sounded like something strange, but I didn't know what. I guess we all know now, but didn't think much of it at the time. Hat abgesperrt. Okay, wie ist derjenige da nicht kommen? I'll stop you there if you don't mind. Do you lock the gate at the same time every night? Around about then, yeah. Did you see anyone whilst you were locking it on the night of the attack? No. Not a soul. I said no. Did you check the gate after Mr. Morgan was found? Only when the police arrived. I had to open up for them. So it was still locked. You were saying? Anyway, after about 10 or something, I went up to my flat and made a cup of tea and a sandwich. Corned beef and onion, if I remember. At about 10:15, I ate it. I hope this is the kind of information you were looking for. I was alone all night, so didn't do anything riveting, I'm sorry to say.
Also das mit Corned Beef, glaube ich, ist gelogen, weil das stand noch am Küchentisch. Beziehungsweise auf der Theke. Informationen. Allein? Ist das sicher? You were alone all night, so no one can back up your story. No, guess not. Do you ever have guests, Mr. Levy? No, not really. Never. Where are you going with this? Well, there's a key on the plant pot outside your door. You must have put it there for someone. And how did you find that out? Well, you can see it from the outside. It's plain as day. I said I was alone that night. You don't believe me? I'm merely trying to make sense of it all. Seems simple enough to me, Mr. Conway. Shall I continue? Or was there more? Please. Anyway, around about 10:30, I was sat upstairs listening to my radio show. Kings in the Nile. I had no idea what was going on outside, right under everyone's noses. Scary, ain't it? How you could be stood right next to someone capable of that. And you'd never know until it was too late. Da war doch irgendwas mit der Radioshow. In which room were you sat? In my kitchen, I think. Why? Your radio is in your bedroom, is it not? Yeah. How do you know that? So, you were listening to a radio show playing in a different room? You didn't answer me. How do you know where my radio is? I heard it playing from your window across the courtyard a few days ago. I have a good memory, is all. So you were in your kitchen and your bedroom? What does it matter? Well, if you can't remember which room you were in, then how can I take the rest of your statements seriously? You can take it however you want. I'll just write that you're unsure. Yeah, you do that. I wish there was more I could tell you. I really do. Must have been about 10:40 to 10:50. I nodded off for a bit because my mind's a little fuzzy on the details. The newspaper said something about the kidnapper having a key or sneaking in undetected. I think it's a load of old bollocks. And in any case, if I ever did see someone sneaking around here, they wouldn't be walking out, I can tell you. No offence. Okay. I'm curious. How could the kidnapper have come to be in the possession of a key? Now, I've been thinking about that, and there's a lot of ways someone could have got around it, if they were so inclined. Please, elaborate. They could have stolen a key. Maybe they did it before and they locked the gate. Maybe they got a key copied weeks ago and then returned the original. You have put a lot of thought into that, haven't you? I've known some types in my time. You'd be amazed how resourceful some folk can be. Resourceful, deceitful. It's a fine line to tread. No disagreement there. Right. Well, please continue. Regardless of all that, I'll tell you what I did here that night. The smash. About 11, I'd say. That little girl must have kicked up a right old fuss. God knows how we didn't hear. That's when I turned on my floodlight. I looked out my window. I saw Mr. Morgan. Right there, laying in a puddle of his own blood. It's a wonder he didn't bleed out. I must have just missed who did it. I tell you, that blood ain't coming out my clothes anytime soon. Yes? You say the blood was on your clothing. That's right. What clothing are you referring to? The shirt I was wearing that night.
And why, might I ask, did you have Mr. Morgan's blood on your shirt? What did you think had to clean it up? Sure as hell wasn't you long. Well, I thought the police might have done that. Yeah, well, you thought wrong, didn't you? I'm sorry you had to deal with that. It's my job, Mr. Conway. Yeah, of course it is. As you were. Other than that, I don't know what more I can say. We all get what's coming to us, don't we? Anyhow, what if it was me? What are you going to do about it? Well, for a start, I would hope. Maybe I did do it. Oh, maybe you did it. You could be wasting time questioning me to cover your own back. That would be a funny old town, wouldn't it? I have to say, Mr. Levy, we've not spoken this much before, and I find you strangely heartless considering the circumstances. I had imagined you'd feel a little more sympathy for your neighbour and his missing daughter. You say you had nothing to do with it, but I can't help but think. Go on. I think you're hiding something. Something to do with Charlotte May. And when this is all said and done, Mr. Morgan will know who helped and who stood in the way of my investigation. I hope to God you had nothing to do with it. Listen to me. You think you got problems now being in that chair. You keep this kind of thing up, you're going to end up hurt. Or worse. Is that a threat, Mr. Levy? A warning's what it is. Well, consider me warned. It's late, Mr. Conway. Piss off. Sehr freundlich. Ja, Freunde, das war der 9. Part von Conway, Disappearance and Dhalia View. Und ja, wir haben keine Leichen im Keller gefunden, aber trotzdem hat der Mr. Levy, der gute alte Levy, irgendein Geheimnis. Neben dem ganzen Schmuggel und was er sonst so treibt. Tja, das können wir vielleicht im nächsten Video dann lösen. Ja, dann heißt es halt wieder einschalten, das nächste Video ansehen. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert uns und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!